Die Morgendämmerung taucht die Graslandschaft der Masai Mara in ein goldenes Licht, die ersten Sonnenstrahlen breiten sich über das hohe, im Wind schwankende Gras aus. In diesem Gebiet lebt eine Leopardenfamilie, bestehend aus einer Leopardenmutter und 3 kleinen, flinken, aber tollpatschigen Jungen. Im Rudel fällt der Jüngste durch seine Neugier auf, ist oft gern auf Wanderschaft und lässt sich beim Jagen leicht ablenken. Leopardenmütter bringen ihnen geduldig bei, wie sie sich an ihre Beute heranpirschen, indem sie sich ducken und langsam wie bewegliche Schatten bewegen. Als der richtige Moment gekommen war, stürzte die Mutter mit erschreckender Geschwindigkeit hinaus und hinterließ einen trockenen Luftzug. Das jüngste Kind ahmt oft nach, ist dabei aber zu voreilig, offenbart sich zu früh und verpasst die Chance auf Erfolg. Obwohl er tollpatschig war, zeugten seine Augen noch immer von Unruhe und den Wunsch, sich seiner Familie zu beweisen. Jeden Tag ist die Herde gemeinsam unterwegs, um zu jagen und den 3 Jungen Überlebenstechniken beizubringen. Das leise Knurren und die Geräusche der aneinander reibenden Körper, erfüllt von familiärer Zuneigung, halten über die weiten Graslandschaften. Alles schien friedlich, bis der jüngste Leopard eines Tages versehentlich die schützenden Arme seiner Mutter verlor. An diesem Nachmittag betrat die Leopardenfamilie das dichte Gras, um im schwindenden Sonnenlicht ihre Jagdübungen fortzusetzen. Die Leopardenmutter signalisierte ihren 3 Jungen mit ihren Augen, dass sie sich an eine Herde Kaninchen heranpirschen sollten, die nicht weit entfernt graste. Der Jüngste sprang sofort auf und stürmte nach vorne, wobei er das noch nicht gegebene Warnsignal ignorierte. Überall flog Gras herum und man hörte eilige Schritte, doch es verfehlte seine Beute um Haaresbreite. Als er anhielt, um Luft zu holen, hob er den Kopf, um nach seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern zu suchen, sah jedoch keine vertrauten Gestalten. Die einzigen Geräusche im Raum waren das Pfeifen des Windes und das Summen der Insekten, keine Reaktion von den geliebten Leoparden. Er schrie schwach und verzweifelt, doch der Laut ging verloren und verklang in der unendlichen Leere. In Panik begann das junge Wild umherzurennen, wobei seine schwachen Beine auf wildem Gras herumstampften und trockene Äste rascheln ließen. Allmählich führten seine unsicheren Schritte ihn aus der Komfortzone seines vertrauten Naturschutzgebiets heraus. Die Luft veränderte sich seltsam und trug den Geruch von Rauch, Holz und Spuren fremder Menschen in sich. Der junge Leopard blieb einige Male stehen, schnüffelte und näherte sich dann neugierig dem ihm bisher unbekannten Geruch. Es ahnte nicht, dass es mit jedem Schritt, den es von der Erde wegmachte, näher an menschliche Behausungen heranrückte. Nach stundenlangem Umherirren gelangte man in ein leeres Land, nicht mehr in die vertraute Steppe der Wildnis. Vor seinen Augen erschienen ein paar Holzhäuser, die verstreut am Waldrand standen und friedlich unter dem dunkelroten Sonnenuntergang lagen. Es folgte dem kleinen Pfad um seltsame Büsche herum und gelangte allmählich in den Hinterhof eines Hauses. Das Haus gehört Daniel Okoro, einem sanften Mann mittleren Alters, der mit seiner Frau und 2 kleinen Kindern dort lebt. Hinter dem Haus gibt es einen kleinen Gemüsegarten und eine große Holzveranda, auf der er sich nach einem Arbeitstag oft entspannt. Der kleine Leopard schnüffelte leise und roch den Fleischduft, der in der kühlen Nachmittagsbrise aus der Küche herüberwehte. Es schlich näher heran, sah müde, aber neugierig aus und musterte mit weit aufgerissenen, wachsamen gelben Augen seine Umgebung. Im Garten herrschte Stille, bis auf das Geräusch von Insekten und das Rascheln der Blätter in der sanften Brise. Das Leopardenbaby senkte den Kopf und kroch durch das Gras auf der Veranda, wobei es sich direkt neben dem Holzzaun versteckte, ohne dass es jemand bemerkte. Drinnen stellte Daniel den Eimer Wasser neben die Spüle und ging dann wie üblich gemütlich in den Garten hinaus. Eine unerwartete Begegnung zwischen Mensch und Tier steht bevor und verändert diesen scheinbar friedlichen Nachmittag. Daniel stieß die Holztür auf und trat hinaus, um die Gemüsebeete zu gießen, doch seine Augen erstarrten sofort, als er die Szene vor sich sah. Ein geflecktes Leopardenjunges stand nur wenige Meter entfernt still und sah ihn an. In einem Moment der Angst schrie Daniel reflexartig auf, und der Lärm hallte durch den kleinen Hof. Der Leopard sprang, legte die Ohren an, seine Augen füllten sich mit Angst, dann drehte er sich sofort um und rannte davon.
Es rannte auf die Veranda zu, doch anstatt herauszukommen, blieb es in der schmalen Lücke des Holzzauns stecken. Sein langer Körper war zwischen zwei harte Holzstäbe gepresst, es knurrte und kämpfte ununterbrochen vor Schmerz und Angst. Der leise Schrei, vermischt mit dem Geräusch von kratzendem Holz, hallte wieder und ließ Daniel mit klopfendem Herzen stehen bleiben. Er war verängstigt und hilflos zugleich, doch als er den Schmerz des jungen Tieres in seinen Augen sah, sank ihm das Herz. Daniel trat zurück, seine Hände zitterten, Schweiß rann ihm über die Stirn und er versuchte, tief durchzuatmen, um sich zu beruhigen. Nach einem angespannten Moment wurde ihm schnell klar, dass die Situation nur durch einen Anruf bei den Rangern gerettet werden konnte. Und so zog er zitternd sein Telefon heraus und wählte die Notrufnummer, um die Ranger der Masai Mara sofort zu benachrichtigen. Daniels Stimme brach, als er die Situation schilderte und betonte, dass das Junge in einer Notlage sei. Der Mitarbeiter beruhigte ihn und forderte ihn auf, Abstand zu halten und auf das baldmöglichste Eintreffen des Rettungsteams zu warten. Daniel stand mit dem Rücken zur Tür und beobachtete noch immer das schreiende Junge, dessen panische Augen vergeblich nach einem Ausweg suchten. Nach nur 15 angespannten Minuten erschien am Ende der unbefestigten Straße der Pickup eines moosgrünen Rangers. Zwei erfahrene Ranger, Samuel Mbeki und Joseph Ndlovu, stiegen mit Rettungsausrüstung und Betäubungsgewehren aus dem Auto. Sie erfassten die Situation schnell, tauschten Blicke aus und bereiteten dann die sicherste Vorgehensweise vor. Samuel lud die Betäubungsspritze in die Waffe und zielte vorsichtig durch die Lücke im Holzzaun. Ein lautes Busch ertönte, die Nadel stach präzise in die Schulter des sich windenden Jungen. Nur wenige Minuten später erschlaffte sein Körper und sein tiefes Knurren verklang allmählich, was darauf hindeutete, dass die Droge zu wirken begann. Joseph und Samuel signalisierten Daniel, sich weiter zu entfernen, während sie näher kamen, um sich darauf vorzubereiten, es herauszuziehen. Die Atmosphäre blieb angespannt, doch allmählich keimte Hoffnung auf, als die Rettungsarbeiten in die richtige Richtung gingen. Die beiden Ranger steckten vorsichtig ihre Hände durch die Lücke im Holz, stützten und zogen, um dem kleinen Körper keine weiteren Verletzungen zuzufügen. Nach mehreren Minuten mühsamer Anstrengung wurde das Junge schließlich herausgezogen. Es keuchte, war aber sicher aus dem engen Gehege. An Bauch und Beinen waren lange Kratzer zu sehen, die teilweise durch den heftigen Aufprall mit den harten Holzstäben bluteten. Samuel und Joseph legten es sofort in einen vorbereiteten Eisenkäfig und deckten es mit einem dicken Tuch zu, damit es warm blieb. Der Pickup startete und raste schnell über die rote Schotterstraße in Richtung der Ranger Tierarztstation. Im Zentrum warteten zwei junge Tierärzte, die schnell den ganzen Körper untersuchten und die Wunde reinigten. Ein Arzt reinigte die Haut gründlich mit einem Antiseptikum, der andere verband die Kratzer vorsichtig. Man kam schnell zu dem Schluss, die Wunde war nicht schwerwiegend und erforderte lediglich einige Tage Überwachung und Pflege. Das Junge wurde zur Erholung über Nacht in einen kleinen Käfig mit trockenem Stroh, sauberem Wasser und frischem Fleisch gesetzt. Nachts lag es zusammengerollt im sanften gelben Licht, die Augen geschlossen, und zitterte gelegentlich leicht vor Müdigkeit. Samuel und Joseph saßen außerhalb des Käfigs und hielten abwechselnd Wache, um sicherzustellen, dass er absolut sicher war. Auch Daniel kam herüber und sah mit eigenen Augen, dass es sicher war. Nach den Momenten der Panik war sein Herz erleichtert. Die drei Männer unterhielten sich die ganze Nacht hindurch und spürten eine seltsame Verbundenheit, während sie zusammenarbeiteten, um ein Leben zu retten. Als die Morgendämmerung anbrach, wurde der nächste Plan in die Tat umgesetzt, das Junge in die Wildnis zurückzubringen und seine Familie zu finden. Am nächsten Morgen bereiteten Samuel und Joseph den Käfig vor, setzten das Junge hinein und überprüften sorgfältig das Schloss. Der Pickup rollte weiter und fuhr mehr als 20 Kilometer durch den Wald und weite Graslandschaften. Die Sonne ging allmählich auf und goldenes Licht breitete sich über der weiten Naturlandschaft der majestätischen Masai Mara aus. Schließlich erschien vor ihren Augen eine Leopardenfamilie, die im Schatten eines großen Akazienbaums ruhte. Die Leopardenmutter lag in der Mitte, ihre beiden Jungen hatten sich neben ihr zusammengerollt, ihre Augen waren im Sonnenlicht wachsam, aber sanft.
Samuel gab dem Auto ein Zeichen zum Anhalten und alle drei beobachteten schweigend, um sicherzugehen, dass es sich um die Familie des verlorenen Jungen handelte. Als sich die Käfigtür öffnete, stürmte das Leopardenbaby sofort heraus und rannte direkt auf die Familie zu. Die Leopardenmutter hob sofort den Kopf, ihre Augen leuchteten auf und stieß einen lauten, emotionalen Schrei aus, als sie ihr jüngstes Junges erkannte. Es warf sich in die Arme seiner Mutter, rieb seinen Kopf an dem vertrauten Fell und seine Augen leuchteten vor unbeschreiblicher Freude. Auch die beiden Brüder rannten los, um den Kleinen zu streicheln und zu lecken, und hießen ihn nach einer langen Nacht der Trennung willkommen. Ein freundliches Knurren hallte durch den Wald und signalisierte ein glückliches Wiedersehen in der Wildnis. Daniel, Samuel und Josef standen in einiger Entfernung und waren voller Freude Zeugen dieses unvergesslichen, heiligen Augenblicks. Auf der weiten Steppe setzte die Leopardenfamilie ihre Reise fort und ließ Menschen zurück, die vor Rührung erstickten.